So, Freunde, da sind wir wieder. Letzte Folge hatten wir ja ein Telefonat mit Maurice, dem Drogendealer, der die Sachen ein bisschen günstiger verscheuert. Und ja, der hat jetzt im Moment, glaube ich, ein bisschen Stress mit ein paar Leuten. Heißt für uns dringenden Handlungsbedarf. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir Maurice hoffentlich noch finden, bevor er kalt ist. Darum werde ich jetzt auch nicht viel rumquatschen, sondern direkt zur Tat schreiten. Die Türen kann man nicht aufmachen. Okay. Gibt's hier Zeug? Nee, gut, hier. So, schon mal Beweise gesichert. Und Nuke gesichert. Und noch mehr Nuke. Aha, aha. Was haben wir hier? Noch mehr Nuke. Ja, das lohnt sich doch hier schon bei dem Kollegen zu Hause. Ne? Falschgeld. Ja, der steckt in der Klemme, würde ich sagen. Hier haben wir ein beschädigtes Telefon. Hier haben wir noch mehr Nuke und noch mehr Nuke. Junge, Junge. Was haben wir hier? Waage, war für die Drogen. Ja, psychoaktive Substanz nachgewiesen. 60, okay. So, was haben wir denn noch? Na, guck, hier sind Fußspuren. Ja, die Schuhgröße 9,5. Mit psychedelischer Substanz. Ne, psychoaktiver Substanz, ne? So, was haben wir hier? Eine Tür. Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Ja. So, haben wir denn jetzt alles? Bevor wir jetzt weitergehen. Ne, da ist noch ein Pfad. Ah, siehste. Hier ist noch ein Raum. Freundliche Warnung. Maurice, ich schreibe dir, weil bei dir immer besetzt ist. Aber nach dem, was du getan hast, würde ich sowieso nicht mit dir gesehen werden wollen. Sat. Warum heißt er eigentlich Sat? Es wird doch Sud geschrieben. Naja, Sat hat nichts dagegen, dass du diesen 3 Schwachköpfen das Nuke abjagst, solange er seinen Anteil bekommt. Er hat dir die letzte Chance gegeben, ihn auszuzahlen. Aber du hast es versaut. Jetzt ist es zu spät. Also änderst du besser deine Adresse. Ich kann dir versichern, dass deine Ausreden bei Torchheads nicht funktionieren werden. Die sind nämlich total durchgeknallt. Oha, ja, wenn die Torchheads natürlich jetzt auf ihn angesetzt sind, dann hat er wirklich ein Problem. Wir wissen ja schon vom TV-Sender, dass sie vor nichts zurückschrecken. So, Maurice Wäscheplan. Maurice, packe die königliche Wäsche und wasche die Füße. Oder so. So, dann gucken wir mal hier. Ah, hier gehen die Spuren lang. Schön, schön. Kann man ein bisschen schneller laufen? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Dach betreten. Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice!
All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! He took my fucking hand off! Ich kann mich nicht bewegen. Schade. Ich hätte ihn gerne einfach gepackt. Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk. Or I'll jump. Ja, auch hier haben wir wieder jetzt eine verbesserte Option sozusagen. Durch unsere unglaubliche Empathie, die wir jetzt ja schon geskillt haben. Was machen wir denn? Was werden sie ohne ihren Dealer verkaufen? Sat sucht nach dir. Der Sprung könnte tödlich sein. Ja gut, er ist halt auch nur so ein kleiner Dude, der irgendwie versucht klarzukommen. Aber ich will ihm eigentlich nicht helfen. Weil, auch wenn er ein kleiner Verbrecher ist, er ist ein Verbrecher. Also wollen wir es drauf ankommen lassen und ihn mal gucken, ob er springt? Aber komm, nee, wir Let us machen. assume you escape. Without those dealers, you have no constant source of nuke. So what are you going to sell then? Oh, shit, man. It's all your fault. You cost me my job, and life's expensive, you know? Not in a jail, and we can even find you an assignment. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Ja, das war doch, glaube ich, ganz okay, was wir da gemacht haben. Der Discount-Dealer ist abgeschlossen. Yay, jetzt gucken wir erstmal, was die Fertigkeiten sagen. Ja, wir können schon wieder was gehen hier, ne? So, wie weit wollen wir denn die Psychologie treiben? Weil ich hätte ja auch Bock auf ein bisschen mehr Redman. Und ein bisschen mehr Redman bedeutet, den Gegnern ein bisschen mehr im Nahkampf die Maske zu polieren. Also Kampfpanzerung und, was war das? Technik, glaube ich. Nee. Fokus? Was war denn das mit dem Charge? Scan läuft. Hä? Warte, wo war das? Betäubt Gegner. Erfolgreicher Schlag. Sprengstoffe. Für eine kurze Zeit. Nee. Nee. Spurt. Technik ist es. Siehst du? Spurt. Ja, auf Spurt hätte ich schon Bock, ne? Ah, was kriegen wir denn hier jetzt noch? Hebt vorteilhafte Dialogoptionen hervor. Ich weiß nicht, ob ich das skillen will, ganz ehrlich. Das nimmt so ein bisschen die Würze raus. Oder? Zumindest liest es sich so. Weil wenn er mir dann immer anzeigt, was die beste Option ist, dann nimmt ja schon ein bisschen die Spannung, ne? Ja, jetzt, ich würde sagen, wir machen aber auf jeden Fall noch bis zu diesem Keystone. Weil sonst hätten wir uns das ja auch schenken können. So, jetzt haben wir das. Suche nach Sat. Oder wir machen einen Sekundärauftrag. Wer hat Casey Carmel getötet und gestohlenes Fahrzeug? Persönlich würde ich ja jetzt gern die Geschichte wieder aufnehmen mit dem Mordfall.
Investigation und so. Ja, da wollte er ja runterspringen. Das war ja die Thematik, wo ich schon meinte, dass das wahrscheinlich sehr ungesund ist. So, Tatort untersuchen. Was haben wir denn noch nicht? Ich dachte, wir hätten alles. Schauen wir mal. Was haben wir übersehen? Was gibt's noch Schönes? Ah, guck mal hier. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Stiletto. Stiletto. Hatten wir nicht mit ihm schon geschnackt? Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Ja, das klingt ja alles total logisch, ne? Ist klar. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later develop serious diseases from. Ja. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Ja, genau. Und das haben wir ja auch schon entdeckt gehabt, das Set. Und, also meine Theorie ist Analsonden. Wir wissen alle, warum Aliens wirklich auf unserem Planeten sind oder kommen, einzig und allein, um ihren Analsonden-Fetisch auszuleben. Nee, keine Ahnung. Schauen wir mal, was das Filmset jetzt sagt. Letztes Mal konnten wir ja nicht rein. Und da dachte ich mir schon, dass das noch relevant wird. Gucken wir mal, was... Okay. Was diesmal wieder ruckelt? Nein, was wir da machen können. Ich zähle schon die Tage bis zur SSD. Ole, ole. Und da ist auch schon das Set. Also so wie die Security aussieht, drehen die bestimmt Men in Black. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Ach, das war jetzt so einfach. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen irgendwie uns reintricksen oder so. Oder reinkloppen. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins.
I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Ah, but it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Klingt interessant. Unstrafbar, da hat er schon recht. Ich will I nur only carry Gerechtigkeit. out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Irgendwie sieht die Dame ja sehr ähnlich aus wie die Mutter, die wir im Polizeibüro hatten, ne? Aber ist er nicht. Sieht er nur verdammt ähnlich. So, dann gucken wir mal, was wir denn Schönes finden. So ein bisschen schnüffeln hier nach Beweiskram. Sunblock 5000. Genau. Ja. Da gibt es ein ganz tolles Werbevideo im Film, wo sich eine Tante tatsächlich am Pool damit einreibt. Und die sieht dann einfach aus wie aus, wo war es, Avengers? Ne, Guardians of the Galaxy, die blaue. So ähnlich sah die dann aus. Also ja, wenn man natürlich Zentimeter dick sich da Pampe drauf schmiert, glaube ich schon, dass da keine Sonne mehr dran kommt. Aber ob das jetzt so gesundheitsförderlich ist, ja, und wahrscheinlich muss das hinterher mit Hammer und Meißel wieder runterkloppen oder so, wer weiß. Hatten die damals schon Greenscreen? Das habe ich mich schon am Anfang gefragt na, sag schnell. Im Sender. Im Fernsehsender. Aber naja, Computer benutzen. Von Nikki Troy, Assistent der Aufnahmeleitung, an Theresa Robinson, Aufnahmeleiterin. Betreff Vorbereitung des Nachdrehs, Aufgabenliste. Versand heute 18:14 Uhr. Tess, mach dir keine Sorgen. Ich werde mich um alles kümmern. Aber du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu arbeiten. Vielleicht sollten wir für mehr Sicherheitspersonal sorgen. Ja, ist wahrscheinlich in dieser Stadt sehr sinnvoll. Was haben wir hier? Nikki Troy, Assistenz der Aufnahmeleitung. An Theresa Robinson, Aufnahmeleiterin. Betreff Autos, die am Set parken dürfen. Aktualisiert. Versand gestern, 12:43 Uhr, ein paar verschiedene Nummern. Ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Aha, aha. Das klingt ja schon mal wieder nach dem, wonach wir suchen. Von Barney Burke, Agent. An Theresa Robinson, Aufnahmeleiterin. Betrefft Jerrys Problem. Gestern 7:53 Uhr. Theresa, tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihm verzeihen. Er ist schlecht gelaunt. Du weißt ja, wie... Was war das für ein... Egal. Du weißt ja, wie sensibel er als Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um zu wissen, was ihm helfen kann. Nämlich die Gesellschaft eines netten, schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde alles selbst arrangieren. Stelle es einfach auf das Kundenkonto in Rechnung. Okay. Könnte es also sein, dass die Dame wegen Jerry sterben musste? Dass sie die Dame für ihn sich gedacht haben und irgendwas lief schief? Wir werden es wohl herausfinden. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Kommen wir hier durch? Tatsache. Der Hauptdarsteller passt auf die Beschreibung des Verdächtigen. Ach, guck. Genau, hier, da sieht man es auch. So eine grün-bläuliche Suppe ist das, die man sich da auf den Bike schmiert. Und, ja. Crazy. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what?
Ja, was so what? Der fühlt sich auch ziemlich unantastbar, ne? Das könnte die Presse interessieren. Sie waren mit Sunblocker verschmiert. Ihre Nachrichten beweisen ihre Verwicklung. Ja. I read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Ah, okay. Das ist doch alles nicht immer so schwarz und weiß, wie man meinen möchte. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Warum wurde die Zweitbesetzung eingestellt? Wo ist die Zweitbesetzung jetzt? Ich werde mir die Aufnahmen ansehen. Ja, das werde ich auch, aber wo ist die Zweitbesetzung jetzt? Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Wahrscheinlich nur bedingt, ne, als Robo. Aber wir arbeiten ja dran, total menschlich zu sein und so. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Show me the footage. Braucht man Jenkins dann Check überhaupt? the camera footage. Weil im Endeffekt geht der ganze Werbespot da um den Sunblocker. Und wenn du quasi, sag ich mal, am Anfang dir das auf den Bike schmieren sollst, da ein bisschen rumrennen sollst und gefilmt werden sollst und danach ist gut, dann kassiert er doch eigentlich nur, oder? Oder gibt's da noch allzu viel anderes in dem Werbespot? Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Okay, ja, das ist ja auch schon wieder ein richtiges Herzchen, der Typ. Und wir haben ihn am Dingens. Sag ich jetzt nicht. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Gestehen Sie jetzt sonst. Das Vorenthalten von Informationen ist eine Straftat. Ah, ich tendiere zu dem hier, ne? Ah, komm, ne? Überzeugen wir den Kollegen mal ein bisschen. Der ist mir ein bisschen zu großkotzig und meint, er wäre unantastbar. Zeigen wir ihm mal, wie unantastbar er ist. I have an offer for you. You can confess everything now, or you can get in trouble later. Have you ever considered becoming a producer? You got a flair for it. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Oh, schade.
Ich dachte, wir dürfen ihn jetzt ein bisschen überzeugen. Mit schlagkräftigen Argumenten oder so. Nun denn. Auf geht's. Dann gucken wir uns den Dude mal an, den er uns empfiehlt. Sozusagen. Und mal sehen, ob Jenkins dann überhaupt noch da ist. Oder ob der sich jetzt von dannen macht. Da ist ja die Tanke, wo wir schon waren. Jetzt können wir da wohl auch endlich rein. Sunblock, na guck. Ja, und das war dann ja auch der Sunblocker am Arm von der Dame. Die Schlinge zieht sich zu. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Ja, aber wenn er geholfen hat, die Leiche zu entsorgen, ist er halt mit beteiligt. Warum nicht Why did you Hilfe not rufen? go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. Ja, das ist eine schwierige Situation. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street okay. prostitute? That's a bit much. Dumping that... It's not my... Okay, also ich kann mir quasi abgewöhnen, da nochmal drauf zu klicken in Zukunft. Es ist nicht so, dass sich da noch mehr entwickeln würde wie in anderen Spielen scheinbar. Aber gut, man weiß ja auch eigentlich alles, was Not tut. Was war denn sein Why Motiv? would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Ja, dann werden wir seine Aussage auf jeden Fall überprüfen. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Kann man die Dudes denn nicht einfach in Untersuchungshaft nehmen, beide? Dann kann keiner davon weg. Aha, Reifenspuren und Radstand stimmen überein. Ja gut, das... Naja. Aber, wie zu erwarten, ist die Suppe nicht unbedingt gesund auf der Haut. Also sind wir noch nicht fertig. Was haben wir denn noch? Hä? Tankstelle durchsuchen, ja.
13 Meter. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? 13 Meter, das muss ja... Nee. Hä? Bin ich blind? Okay. Ja, jetzt natürlich noch... Oh, okay. Oh. Alter. Der lügt. Der Dude lügt. Das sieht mir doch sehr nach einem Tatort aus hier. AB minus, das stimmt überein. Das stimmt auch überein. Und das ist die Tatwaffe. Mhm. Ja. Ich kann den Typ doch nicht einfach so gehen lassen. Ich muss den doch sichern. Ein verstecktes Objektiv in der Wand. Möglicherweise gibt es einen Geheimraum. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wo war denn da... Aha, guck mal, der Klassiker. Das Regal. Da bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich ist das nicht zu übel, was es hier zu sehen gibt. Ja, okay, also das ist eindeutig. Das passt halt auch zum Temperament von dem Typen. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Oha, aber das Zeug scheint ja ein bisschen mehr als nur Hautirritationen hervorzurufen. Dem Typ ging es ja jetzt nicht so wirklich gut. Aber das war genau, was ich meinte. Der ist natürlich beteiligt an einem Verbrechen. Da können wir den ja nicht einfach laufen lassen. Eine Leiche verschwinden zu lassen, ist halt trotzdem schon ein richtig dickes Ding, ne? Von daher ist das schon in Ordnung. Die müssen beide weggesperrt werden. Er hier wird natürlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Ärger kriegen. Kollege Jenkins. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts.
So, abgeschlossen. Und wieder haben wir die Stadt ein wenig sicherer gekriegt. Gemacht, getan. So. Ja, und das ist doch eigentlich erstmal... Gucken wir gerade, 36 Minuten. Das ist doch eigentlich eine hervorragende Zeit für einen Cut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschö.